Früh am Morgen machen wir uns von Yogyakarta aus auf den Weg zur größten buddhistischen Tempelanlage der Welt, dem Borobudur. Da wir den Sonnenaufgang über dem Tempel sehen möchten, entscheiden wir uns für einen der vielen Aussichtsplattformen. Es gibt auch die Möglichkeit, über das Manohara Hotel ein Sunrise-Ticket zu kaufen, mit dem man von 4 bis 6 Uhr auf das Tempelgelände darf. Hierfür beginnen die Preise ab ca. 500.000 indonesische Rupien. Einen wunderschönen guten Morgen. Ungefähr 1,5 Stunden kommt ungefähr hin. Später sind wir am Borobudur noch nicht ganz angekommen. Wir sind erstmal zum Aussichtspunkt hochgefahren. Kostet auch nochmal extra. Wollen uns jetzt mal anschauen, ob sich das lohnt. Also auf jeden Fall sieht es wunderschön aus, wie die Sonne hier aufgeht. Aber man ist schon noch ganz, ganz weit weg vom Borobudur. Also der ist da also den sieht man ganz klein. Ganz weit im Hintergrund, aber das Gelände an sich, also es ist total nebelverhangen hier und die Sonne ist jetzt schon ganz leicht aufgegangen, also wir sind ein bisschen zu spät dran, macht aber nichts, sieht trotzdem wunderschön aus. Und mit einer guten Kamera kann man auch ganz tolle Aufnahmen machen, nur jetzt Handy oder Video ist schwieriger. Genau, es ist nur, wenn man halt erwartet, dass man hier an einen Aussichtspunkt kommt, direkt über dem Borobudur, dann wird man halt enttäuscht sein. Das sollte man halt auf jeden Fall nicht. Also du bist schon sehr weit weg. Also du siehst ihn in einer relativ großen Entfernung. So im Gegenlicht sieht natürlich klasse aus, aber es ist nicht so, dass man den von nahen sehen würde. Also wir sind jetzt tatsächlich ganz oben angekommen. Wir waren gerade eben nicht an dem obersten Aussichtspunkt. Das ist nämlich der hier. Puntuk Sentumbu. Und hier merkt man auch sofort, hier sind noch viel mehr Touristen auf einmal. Der Aussichtspunkt ist relativ groß, also mit einer großen Plattform. Die Aussicht selber jetzt auf den Borobudur ist eigentlich genauso wie jetzt an dem Café, wo wir unten gerade waren. Also ist vielleicht ein bisschen zentraler, aber mehr auch nicht. Die Aussicht an sich ist die gleiche. Aber man sieht ihn jetzt auch gar nicht mehr, da jetzt die Sonne komplett aufgegangen ist und es ist jetzt alles voll bedeckt mit Nebel. Also man sieht eigentlich gar nichts mehr. Deshalb wir werden uns jetzt auf den Weg machen Richtung Borobudur zum Tempel selber. Also wie man sehen kann, hier oben auf dem Aussichtsgelände, auf der Aussichtsplattform gibt es noch ein paar andere Sachen, die die Touristen natürlich auch gerne machen und benutzen. Die Schaukel, ein paar Aussichtsplattformen, die so ein bisschen in den Hang reingehen. Genau, das sind natürlich super Fotospots. Wir müssen jetzt erstmal unseren Roller tanken. Hier außerhalb der Stadt gibt es so kleine Läden, wo Glasflaschen draußen stehen mit Benzin. Die sind auch relativ günstig, die sind aber auch wohl häufiger ein bisschen gepanscht. Das heißt, wenn man an einer Tankstelle tanken kann, sollte man das schon bevorzugen. Okay, wir sind jetzt theoretisch am Borobudur angekommen, aber wir wissen nicht, wo wir mit dem Roller parken dürfen. Wir werden hier von A nach B geschickt und hin und her. Wer sich für das Sunrise-Ticket vom Hotel interessiert, sollte beachten, dass man um 6 Uhr das Gelände verlassen muss. Wer dann länger bleiben möchte, muss nochmal ein reguläres Ticket kaufen. Also wir sind jetzt am Borobudur-Tempel angekommen, wie man sieht. Er ist mega beeindruckend, er ist sehr groß. Allerdings darf man auch wirklich gar nicht hoch. Also uns wurde gesagt, dass man nicht oben auf das oberste Level darf. Aber man darf überhaupt nicht hoch, also nicht mal eine Stufe. Das heißt, man kann ihn sich wirklich nur von komplett unten anschauen, was ehrlich gesagt schon ein bisschen enttäuschend ist. Natürlich wirkt er trotzdem, aber er wirkt bei weitem nicht so, wie jetzt zum Beispiel, wenn man jetzt hochgehen dürfte, nehme ich mal an. Also vieles sieht man auch gar nicht von hier unten. Also die Glocken zum Beispiel, die ja sehr ausschlaggebend sind,
sieht man von hier unten fast gar nicht. Also wir sind jetzt einmal um den Borobudur komplett rumgelaufen, super schön, aber man muss trotzdem sagen, wir sind einfach ein bisschen enttäuscht, weil man einfach nicht hoch kann und der wirkt überhaupt nicht so krass, wenn man halt nicht ein bisschen hoch kann. Und es ist halt trotzdem relativ teuer, der Eintritt. Die Anfahrt von Jogja ist auch nicht so nah. Vielleicht macht er ja auch bald wieder ein bisschen weiter auf. Ich hoffe es, weil so ist es schon ein bisschen schade. Vor der Schließung des Tempels wegen Corona konnte man die Plattform komplett besteigen. Ob und wie dies wieder möglich sein wird, ist noch nicht bekannt. Also hier auf dem Gelände von Borobudur, ein Stückchen dahinter gibt es ein Elefantenhaus, wo jetzt hier hinter mir 4 Elefanten sind. Das ist ein abgetrennter Bereich, also man kann auch nicht auf ihr Gelände. Das Schild ist zwar nicht ganz eindeutig, aber hier scheint nicht mehr viel weiteres zu sein. Dafür ist der Preis dann erst recht relativ teuer. Beim Brahmanam wurde wenigstens auf dem Gelände doch noch ein bisschen mehr geboten mit den anderen Tempeln und man konnte auch trotzdem zum Tempel drauflaufen und dafür ist es eigentlich der gleiche Preis. Ja, genau. Und hier ist halt wirklich, du kannst nur außen rumlaufen. Deshalb, wir möchten niemandem sagen, man sollte nicht hin. Definitiv nicht. Super schön, er ist super schön, er ist beeindruckend. Das drückt das Preis-Leistungs-Verhältnis ja, etwas. Definitiv. Um das Tempelgelände herum haben sich viele Souvenirhändler und Essensstände niedergelassen. Und man wird von allen Seiten angequatscht. No, we are eating. Ein Tipp noch für die Mutigen, die auch mit dem Roller fahren möchten. Über Google Maps gibt es auch eine Motorradfunktion. Diese schickt einen häufig über kleine Straßen, die sozusagen schöner zum Fahren sind. Der Nachteil hier im Dunkeln ist ganz klar. Die Straßen sind oft sehr schlecht und ihr seht sie nicht. Für die Fahrt im Dunkeln können wir euch nur die Autofunktion nahelegen. Im nächsten Video zeigen wir euch unseren Geheimtipp für einen Ausflug in Yogyakarta. Zur Begrüßung hat mich eigentlich gerade fast so ein kleines grünes Echsenviech angesprungen.